Hallo und herzlich willkommen beim Consulting Coach. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin euer Consulting Coach und im heutigen Video geht es darum, wie wandert man eigentlich nach Zypern aus und wo willst du wohnen? Durch meine Tätigkeit als Consulting Coach wurde ich erstaunlicherweise mehr darauf angesprochen, wie es sich denn so in Zypern lebt, da die Leute anscheinend mitbekommen haben, dass ich als freiberuflicher SAP-Berater 2018 nach Zypern ausgewandert bin. Und einige Fragestellungen sind aufgekommen und ich habe mich teilweise mit euch hier auch schon vor Ort mit Interessenten getroffen und habe quasi meine Insights aus 3 Jahre Praxiserfahrung nach Zypern auswandern und hier leben, Firmengründung, Steuern etc. zum besten Preis gegeben. Und ich habe mir gedacht, da dieses Thema anscheinend auf Interesse stößt, mache ich eine kleine Videoserie drüber, über die relevanten Themenpunkte zum Thema Auswandern nach Zypern. Und in diesem Video, dem ersten Teil der Videoserie, geht es darum, wie wandert man eigentlich nach Zypern aus? Wie macht man das? Und wo willst du auf Zypern eigentlich wohnen? Und ich nehme jetzt mal das Fazit vorweg. Im Endeffekt, wenn du auswandern willst und dich für Zypern interessierst, du wirst nicht drum herum kommen, dich in den Flieger zu setzen, hier mal 3-4 Wochen vor Ort nach Zypern zu kommen, dir einen Mietwagen zu nehmen und die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Und dann wirst du für dich selber ganz schnell deine Präferenzen kennenlernen und du wirst ganz schnell feststellen, wo möchte ich denn eigentlich wohnen. Interessiert mich die Region Paphos, möchte ich nach Larnaca, da wo es dank vieler deutschsprachiger YouTuber eine relativ große deutsche Community gibt. Die meisten Leute, die nach Zypern auswandern, fangen aufgrund dessen halt auch erstmal in Larnaca an. Zugegebenermaßen ging auch mir so, also ich habe auch meinen ersten Monat auf Zypern in Larnaca gewohnt und jetzt wohne ich mittlerweile seit Ende 2018 wohne ich in Limassol und für mich ist Limassol die einzige Stadt, wo ich wirklich eigentlich leben möchte auf Zypern, weil mein Hintergrund ist halt, ich wohne wirklich das ganze Jahr auf Zypern. Das heißt, ich bin keiner dieser Online-Marketer, dieser digitalen Nomaden, die halt 3-4 Monate pro Jahr auf Zypern verbringen und den Rest der Zeit um die Welt jetten. Ich bin nach Zypern ausgewandert, um hier meinen Hauptwohnsitz zu nehmen und das habe ich auch getan und ich wohne das ganze Jahr auf Zypern. Das heißt auch im Winter. Und Winter und Sommer in Zypern unterscheiden sich dramatisch. Nicht so sehr in Limassol, aber in den anderen Städten. Und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich als zweiten Teil des Videos. Aber kommen wir erstmal zum ersten Teil. Auswandern nach Zypern. Wieso, weshalb, warum? Möchte ich gar nicht großartig darauf eingehen. Jeder hat seine eigenen Gründe und Hintergrundgeschichten, warum für ihn eine Auswanderung interessant ist. Und wenn du dieses Video siehst, dann hast du sicherlich schon mit dem Gedanken gespielt, direkt auch nach Zypern auszuwandern. Die Vorteile von Zypern sind relativ klar. Es ist EU, du hast den Euro, es ist nicht Schengen. Das ist aber an sich nicht schlimm, aber du kannst hier halt als Freelance-Consultant, als Berater oder als One-Man-Show mit deinem Unternehmen locker auswandern, hier eine Limited aufmachen und die ist in ganz Europa anerkannt. Du kannst Rechnung nach Deutschland schreiben, gar kein Problem, da gibt es keine Compliance-Probleme. Das mache ich seit 3 Jahren, wie schon gesagt. So. Aber wie wanderst du eigentlich aus? Bei mir war es so, ich habe wirklich monatelang Online-Recherche betrieben. Da gibt es diverse Blogs, diverse Seiten und Internetforen, wo man sich über Gott und die Welt informieren kann. Und long story short, ich habe lange gehadert und bei mir fiel die Entscheidung zwischen Portugal und Zypern und ich habe dann Zypern gewählt, bin in den Flieger gestiegen, bin hierher gekommen, habe mir für 3 Wochen einen Mietwagen genommen, also mein erster Aufenthalt war für 3 Wochen geplant. Ich bin dann 5 Wochen initial schon geblieben und ich bin hergekommen. Im Kopf hatte ich den Gedanken, Sören, du musst es austesten, du bist ja nicht verhaftet. Geh nach Zypern, teste es 1 Jahr aus, gib der Insel und dem Land 1 Jahr Zeit und wenn es dir nicht passt, du kannst überall hingehen, wo du willst. Du bist hier nicht verhaftet. Du kannst weggehen, wenn es dir nicht passt. Okay, in den Flieger gestiegen, feste Intuition gehabt, das feste Vorhaben gehabt, okay, du kommst jetzt hierher, gründest eine Firma, suchst dir eine Wohnung und ziehst dann um. Und im Endeffekt habe ich es halt genauso gemacht. Und ich habe in Larnaca angefangen, war den ersten Monat da, weil ich auch dank der YouTube-Szene der Deutschsprachigen halt auch nach Larnaca gezogen wurde, auch wegen der Community. Und ich habe mir Larnaca 1 Monat angeguckt und ganz ehrlich, ich versuche es mal positiv auszudrücken. Für mich ist Larnaca bestenfalls unterentwickelt. Sowohl von der Infrastruktur her als auch, ich war 1 Monat da, ich habe es mir angeguckt, ich bin da überall rumgelaufen, bin mit dem Auto überall rumgefahren.
Ich meine, du siehst das auf YouTube immer hier, Finicudis, diese Beachpromenade. Die sieht cool aus, aber was dir halt keiner in den Videos zeigt, ist, sobald du eine Parallelstraße dahinter gehst, da stehen da irgendwelche Bauruinen und Baracken, da sieht es aus wie in einem bulgarischen Bauerndorf. Das ist dann nur diese 1, 2 Straßen, aber das sieht halt kacke aus und generell das Feeling in Larnaca hat mir nicht getaugt und ich habe mich dann entschieden, ja okay, in Larnaca willst du ehrlich gesagt nicht wohnen, das taugt mir nichts, das ist auch ruhig dort, das ist alles klein und beschaulich. Ich meine, manche mögen das, ich rede ja immer nur von meiner Erfahrung. So, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Paphos gefahren, habe mir die Ecke und die Region angeguckt und Paphos ist schon schöner, aber halt genauso klein. Es ist nicht so unterentwickelt wie Larnaca, aber es ist halt auch sehr klein und beschaulich und sagen wir mal, da wohnen auch sehr viele Rentner. Paphos ist ein Rentnerparadies. Nicht nur deutsche und russische Rentner, hauptsächlich auch englischsprachige Rentner, also Engländer, die dann ihren Lebensabend dort verbringen. Und ich wollte halt auch nicht in einer Ecke wohnen, wo so viele alte Menschen sich rumtummeln. Da gibt es halt wenig junge Menschen und es gibt halt kein aktives Nachtleben, kein Barleben. Es ist alles ein bisschen wie, ich weiß nicht, Florida wird ja auch immer nachgesagt, so dieser Pensioner State zu sein, wo die ganzen Rentner sich rumtummeln. Und so ein bisschen ist das in Paphos auch. Und ich wusste, hey, das ist einfach nicht meine Community. Kein Bock, jeden Sonntag Kaffeeklatsch mit, möchte ja keinem zu nahe treten, am Rentnerstammtisch zu haben. So, und dann habe ich dann quasi als letzte Option Limassol gecheckt, weil Nikosia ist sowieso rausgefallen als Region. Ich ziehe nicht auf eine mediterrane Insel, also wir sind ja mitten im Mittelmeer, ich lebe ja nicht am Mittelmeer, also wir leben ja auf Zypern technisch gesehen im Mittelmeer und du ziehst nicht auf eine mediterrane Insel, um dann in der Mitte des Landes 50 Kilometer weit weg vom nächsten Strand zu wohnen. Das machst du ja nicht, das ist ja Quatsch, du kommst ja nach Zypern, um am Meer zu wohnen. So. Von daher war Nikosia raus, im Sommer ist das auch schweineheiß da. Soll auch eine ganz coole, chillige City sein, aber aufgrund der genannten Kriterien gerade war das für mich auch überhaupt kein Thema. Und dann blieb nur noch Limassol übrig und dann bin ich den einen Tag über die Autobahn von Larnaca nach Limassol gefahren. Das war Mittagszeit und das wird dann hier schon so ein bisschen hügelig. Und dann bin ich über den einen Hügel gekommen und habe dann so die große Bucht von Limassol gesehen, wie die Sonne auf die Skyline geschienen hat. Die Stadt hat gefunkelt und geglänzt, die Fassaden haben geleuchtet zur Mittagszeit. Und ich wusste ganz genau, innerhalb von einer Sekunde, das ist meine Stadt, da ziehe ich hin, genau da will ich wohnen. Das sieht so aus, als ob mir das taugt. So, habe ich mir Limassol angeguckt und es hat getaugt. So, long story short, über 3 Jahre später, ich wohne immer noch in Limassol. Es ist immer noch die beste Stadt für mich. Und für mich als jemand, der wirklich das ganze Jahr hier lebt, ist es die einzige Option, weil in Larnaca und Paphos ist im Winter nichts los. Also die Städte, viele Leute sind nicht da, vor allem auch die ganzen Rentner, die den Sommer da verbracht haben. Die Städte sind einfach so gut wie tot. Das heißt, das Leben verlangsamt sich dort. Viele Restaurants, viele Aktivitätsmöglichkeiten haben geschlossen. Und Limassol ist die einzige Stadt, die das ganze Jahr, also auch im Winter, Restaurants, Kinos etc. halt alles offen hat. Das heißt, aus meiner Sicht, ich spreche hauptsächlich Leute an, die schon über 30 sind oder 40 sind. Ich bin seit 10 Jahren im Business und für viele von euch über 30, du hast halt Frau und Kind, da geht es auch um die schulische Ausbildung. Du hast in Limassol die besten Schulen, Punkt. Du wirst dein Kind hier sowieso auf Privatschulen schicken, da komme ich in einem anderen Video nochmal zurück zu diesem Thema. Aber im Endeffekt, du hast hier alles, was du brauchst, das ganze Jahr über. Und ja, es mangelt auch an manchen Sachen, aber du hast, ich sag mal, in Limassol wenigstens von jeder Sache 1. Das heißt, du hast ein halbwegs gutes Kino. Du hast nicht 10 wie in Hamburg, Berlin, Moskau oder wie auch immer. Aber du hast wenigstens ein gutes Kino. Du hast wenigstens einen guten Italiener. Du hast wenigstens ein gutes Sushi-Restaurant. Du hast 2 gute Steak-Restaurants. Du hast von allem wenigstens 1. Und das ist in Larnaca und Paphos ist es teilweise so, dass du da nicht die komplette Bandbreite hast. Da fehlt zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber da fehlt zum Beispiel ein gutes Sushi-Restaurant, da fehlt eine vernünftige private Schule oder so. Also von daher für mich ist Limassol halt the place to be. Und wenn du, sagen wir mal, über 30 bist, dein Geld verdienst, dein Business hast, du weißt, wer du bist stabil unterwegs mit deinen Umsätzen und alles, komm nach Limassol, das ist meine persönliche Meinung. Wenn du sagst, hey, ich will super ruhig wohnen bei den Rentnern in Paphos, ist auch okay, ist ja, wie schon gesagt, jedem seine eigene Entscheidung. Nichtsdestotrotz
Ich habe es schon erwähnt, setz dich ins Auto, fahr rum, 3 Wochen, erkunde die Insel, du wirst dein Fleckchen zum Leben finden, auf jeden Fall. Also nachdem ich dir jetzt erzählt habe, auf was man, sagen wir mal, dann in Zypern achten soll und wie man dann in Zypern die Sache in der Praxis halt angeht, noch eine Frage vorher. Und zwar, du musst dir selber erstmal darüber Gedanken machen, was du möchtest. Und mit der Frage, was du möchtest, ist die Frage, was möchtest du vom Leben? Ich meine, du guckst dir dieses Zypern-Video jetzt auf YouTube an und du hast sicherlich schon eine Tendenz Richtung Mediterran, Richtung Zypern. Vielleicht ist das Steuersparthema auch ein wichtiger Punkt für dich. Aber bevor du auswanderst, egal in welches Land, frag dich vorher, ob das zu dir passt. Es gibt Menschen, so wie ich, die finden diesen mediterranen Lebensstil super geil. Ich wollte schon immer, auch schon als Teenager mediterran wohnen. Das ist mein Ding. Und von daher ist Zypern sehr gut für mich. Wenn du jetzt sagst, hey, ich liebe eher die skandinavischen Länder, das Dunkle, das Kalte, ich brauche es nicht so heiß wie auf Zypern, dann ist vielleicht Zypern nur wegen den Steuerspargründen der falsche Ort für dich. Das heißt, bevor du auswanderst und bevor du das erste Mal nach Zypern kommst, mach dir mal bitte klar, was du für Erwartungshaltung hast an dein neues Heimatland und welche Anforderungen du an dein neues Heimatland hast. Wenn du jetzt zum Beispiel ein ultra harter Veganer bist, dann kann es sein, dass du hier nicht deine Lebensmittel finden kannst auf Zypern. Ich meine, das ist eine Insel hier ist alles importiert. Die Lebenshaltungskosten, würde ich sagen, sind ähnlich wie in Deutschland, in Limassol vielleicht ein Hauch teuer. Und mit Deutschland meine ich so Ecken wie München oder Düsseldorf, jetzt nicht Bautzen oder Wanne-Eickel, sondern schon gute deutsche Städte. Da kannst du die Lebenshaltungskosten in Limassol mit vergleichen. Ich sage mal, Essen, Trinken, Lebensmittel ist ein Hauch teurer als in Deutschland, also ein Hauch. Aber du musst überlegen, wir sind hier auf einer Insel, hier wird alles importiert. Und die Mietpreise sind ähnlich hoch oder teilweise sogar noch höher, würde ich sagen. Kommt auf die Objekte drauf an. Also in älteren Häusern oder ältere Wohnungen sind ein bisschen günstiger und die Neubauten, die Funkel, Glitzer Wohnungen, die du, glaube ich sag mal, mit Anfang 20 kannst du noch in einer relativen Bruchbude wohnen, aber wenn du so mal Mitte 30 bist, Frauen, Kinder hast, da willst du nicht in irgendeiner, auf Deutsch gesagt, günstigen Baracke wohnen. Da willst du ein vernünftiges Haus haben mit vernünftiger Qualität, dass die Wände frisch sind und da keine Löcher drin sind. Du willst vernünftige Fenster haben. Am besten der Fußboden ist nicht arschkalt, wenn du dein Kind unten auf dem Boden die ganze Zeit sitzen hast, wenn es da spielt. Also du brauchst vernünftige Bauqualität hier auf Zypern. Und das kostet hier ein bisschen mehr als in Deutschland, weil Zypern, Insel, der Platz ist knapp. Logisch, darauf musst du dich einstellen. Also wenn du ein günstiges Leben führen willst, ganz ehrlich, ich glaube, dann ist Zypern die falsche Insel. Grob über den Daumen gepeilt, rechne mal mit denselben Lebenshaltungskosten wie in Deutschland, vielleicht sogar noch einen Hauch mehr. Aber dafür zahlst du nur 12,5% Steuern. Das heißt, du hast doch deutlich mehr Geld von deinen Einnahmen zur Verfügung. Das rechnet das Ganze wieder ein bisschen gegen und aus meiner Sicht gleicht es das locker aus. Ich habe mehr Geld in der Tasche als in Deutschland und meine Lebensqualität und mein Lifestyle ist hier deutlich besser auf Zypern. Also ich würde jederzeit wieder nach Zypern auswandern. Ich fühle mich hier mega wohl und ich kann das jedem raten, der mediterranen Lifestyle sucht. Zypern ist the place to be, weil du kommst ja auch locker mit Englisch durch. Offizielle Amtssprachen sind hier Griechisch und Türkisch. Ja, in der Praxis spricht hier kaum einer Türkisch. Aber dadurch, dass das eine englische Kolonie war oder eine englisch besetzte Insel war, die sprechen hier alle super Englisch. 80-90% der Leute können super Englisch sprechen. Du kommst hier locker mit Englisch durch. So, das war's mit dem ersten Video zur Serie Zypern. Im Endeffekt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es bleibt dir nichts anderes übrig, als rumzukommen, dir einen eigenen Eindruck zu machen, ob du hier leben willst und hier leben kannst, ob die Insel deinen Anforderungen entspricht oder vielleicht wirst du auch feststellen, dass deine Anforderungen nicht zur Insel passen. Komm rum, wenn du Fragen hast, ich verlinke dir meine Kontaktdaten wie immer unter dem Video. Ich gebe dir mein Instagram-Profil, LinkedIn und Xing. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, ich bin da gerne behilflich. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir auch mal einen anderen Einblick geben von jemandem, der jetzt also in einem Monat 36 wird, der hier das ganze Jahr fest in Limassol wohnt. Ich habe noch keine Kinder, ich habe meine Freundin, wir leben zusammen hier in Limassol und wir planen auch hier längerfristig zu bleiben. Es ist unsere Homebase, wir sind das ganze Jahr so gut wie hier, außer Urlaub halt. Und ich freue mich von dir zu hören, wenn du Fragen hast, meine Kontaktdaten sind unten verknüpft, da kannst du mich anschreiben und dann würde ich mich freuen, von dir zu hören und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Und im zweiten Teil der Videoserie geht es um die Erwartungshaltung, die du haben musst, wenn du nach Zypern kommst. Ich erzähle dir etwas über die Pros und Cons von Zypern und über die zypriotische Mentalität und all ihre lieblichen Eigenheiten. Mach's gut, ich freue mich von dir zu hören. Ciao, dein Consulting Coach.